Mein Name ist Manuel Bornbaum, ich bin einer der beiden Gründer von Hut und Stiel, einer in Wien ansässigen Speisepilzzucht mit dem etwas verrückten Touch. Hallo, ich bin der Florian von Hut und Stiel. Wir züchten Austernpilze auf Kaffeesatz. Gestartet haben wir das Projekt zu zweit, der Manuel und ich. Wir haben ganz einfach geschaut, welche Kaffeehäuser, welche Restaurants, welche Hotels sind denn ums Eck und haben dann bei denen angeklopft. Und dann haben wir ihnen ein ganz plump das Angebot gemacht, hey, wir stellen euch den Behälter zur Verfügung, gibt's doch bitte in Zukunft den Kaffeesatz da rein und wir kommen zweimal in der Woche, tauschen den aus und mehr ist es nicht. Da kommen wir momentan auf ca. 1500 bis 2000 Kilogramm Kaffeesatz, die wir einsammeln. Kaffeesatz macht ungefähr 85% der gesamten Mischung aus. Neben dem Kaffeesatz gibt es noch Kaffeehäutchen, also ein zweites Abfallprodukt aus der Kaffeeröstung. Dann kommt noch Kalk dazu, dann kommen noch Strohpellets dazu und dann kommt natürlich das Pilzmyzel dazu. Es wird alles in der Mischmaschine vermischt und dann in Säcken abgefüllt. Zunächst kommt das Pilzsubstrat in den Inkubationsraum. Dort hat es der Pilz schön warm und dort reift er für die ersten 3 Wochen heran. Dort passiert eigentlich das, dass der Pilz sich durch den ganzen Kaffeesatz durchfrisst und nach 3 Wochen kriegt er dann die Panik, okay, ich kriege jetzt kein frisches Futter mehr, ich muss jetzt rauswachsen. Und durch das, dass wir den dann von einem warmen Raum in einen kühlen Raum transferieren, wird dann die Fruchtkörperbildung eingeleitet. Also dann beginnen die eigentlichen Schwammerl zu sprießen. Wir müssen ein Erntefenster von ungefähr 48 Stunden erreichen. Und das ist eine Herausforderung. Also wir müssen 4-mal, 5-mal pro Woche ernten, damit wir die beste Qualität garantieren können. Also Pilze, die auf Kaffeesatz wachsen, schmecken jetzt nicht nach Kaffee. Was sie ausmacht, ist, dass sie durch die sehr kurzen Transportwege viel frischer sind als Massenware, die aus Polen oder Ungarn kommt. Wir liefern unsere Pilze an verschiedene Restaurants großteils aus. Wir liefern mittlerweile auch einige Märkte, Supermärkte, Kreislereien, Lebensmittel, Gemüsestände auf Märkten. Wir verarbeiten die zu Pestos, Aufstriche, Sugos, Gulaschs, Bratwürstel aus Pilze machen wir gerade und versuchen da recht viel. Also die Idee, Hut und Stiel zu gründen, ist eigentlich geboren in einem Uniseminar. Wir wollten keine App machen, sondern wollten irgendwas machen, was tatsächlich Sinn hat. Und wir sind dann beim Recherchieren über die lustige Idee gestolpert, dass man eigentlich auf einer Vielzahl von verschiedenen Abfallprodukten ganz gut Pilze züchten kann. Das Schwierige an dem Ganzen war eher, das Ganze logistisch und businessmäßig auf sichere Beine zu stellen. Wir haben von der Landwirtschaftskammer natürlich Beratungen in Anspruch genommen, das heißt Rechtsberatung und zur Gründung. Das Marktpotenzial abzuschätzen war relativ schwierig, weil wenn man mit einer Idee in ein Restaurant geht und sagt, wir wollen Pilze auf Kaffeesatz züchten, habt ihr Interesse, dann sagen sie, ja, zeig mal her. Das heißt, wir haben da einfach mal anfangen müssen und Pilze produzieren, um dann auch die Nachfrage festzustellen. Also ein ganz wesentlicher Schritt oder Meilenstein war natürlich der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr nur zu zweit, also wir 2 Gründer gearbeitet haben, sondern als wir zum ersten Mal auch Mitarbeiter hatten, die wir bezahlen mussten. Und spätestens da haben wir anfangen müssen, dass wir ziemlich genau kalkulieren und dass wir uns über Dinge wie Logistik ganz genaue Gedanken machen. Wir haben uns immer wieder mit Projektmanagement-Tools auseinandergesetzt. Das war immer mäßig erfolgreich, weil fürs ganze Team das irgendwie nicht funktioniert hat. Was ich super empfehlen kann, ist Slack. Also für die interne Kommunikation nutzt man eigentlich alles Slack. Also jedes Teammitglied hat die App. Wenn jemand kommt und sagt, er will selbst in die Pilzzucht einsteigen, dann würde ich dem erstens sagen, mach einen Workshop oder bewirb dich für ein Praktikum bei uns und finde heraus, dass es Knochenarbeit ist. Und wenn du dann immer noch willst, dann ziehst du durch. Also die Vision von Hut und Stiel ist es schlicht und einfach, Pilze wieder vermehrt auf die Teller der Österreicherinnen und Österreicher zu bringen. Das Wiener Schwammerl so bekannt zu machen wie das Wiener Schnitzel. Das ist für uns eine logische Folge aus dieser ganzen Klimaschutzdebatte. Fast alles, das wir jetzt machen, ist auch irgendwie in die Zukunft gedacht, weil wir wollen Teil von dieser ganzen Bewegung sein. Also wir sind uns sicher, dass es in Zukunft noch viele, viele Pilzzüchter geben wird und da wollen wir Teil davon sein.